Hello, my amazing friends. Good morning. Hallo, meine wundervollen Freunde, guten Morgen. So, Paul doesn't mind repeating things because it's good for you. Paulus macht es also nichts aus, Dinge zu wiederholen, weil das gut für dich ist. And Paul is one of my models, so neither do I mind. Weil Paulus eins meiner Vorbilder ist, stört es mich auch nicht. So, if you keep following me, prepare yourself that I will keep repeating myself. Wenn du mir folgst, dann bereite dich darauf vor, dass ich mich wiederhole. Verse 2. Vers 2. Beware of those religious hypocrites Hütet euch vor diesen religiösen Heuchlern, who teach that you should be circumcised to please God. die lehren, dass man beschnitten sein muss, um Gott zu gefallen. It's incredible how the Passion translates this. Es ist genial, wie die Passion das übersetzt. Do you know, long before I ever knew there existed the Passion, or long before the Passion existed actually, Lange bevor es die Passion gab, I preached about this verse many times. predigte ich bereits mehrfach über diesen Vers. Because the New King James Version says, beware of dogs. Denn andere Übersetzungen sagen, nehmt euch in Acht vor den Hunden. And I always said, the dogs are the religious hypocrites. Die Hunde sind die religiösen Heuchler. It's clear if you study the context, and it's very clear if you study Jewish history. Das wird klar, wenn du den Kontext studierst und noch klarer, wenn du die jüdische Geschichte studierst. So now I find the Bible translates it the way I've always believed it. That's exciting for me. Jetzt habe ich eine Übersetzung gefunden, wie ich es die ganze Zeit glaube. Deshalb begeistert mich das so. Look, Paul didn't just say, hey guys, you don't have to be circumcised anymore. Paulus sagt nicht einfach, hey, ihr braucht nicht mehr beschnitten sein. He could have said that. Das hätte er sagen können. They would have listened. Sie hätten darauf gehört. But he used a very, very strong word. Doch er verwendet ein sehr, sehr starkes Wort. He used a word, beware. Er sagt, hütet euch. Do you know what this actually means according to the Greek? Weißt du, was das im Griechischen bedeutet? It means to perceive, to look closely, and then to discern. Es bedeutet wahrzunehmen, genau hinzuschauen und dann zu unterscheiden. So basically, Paul is saying, hey guys, I need you to pay close attention and discern that these religious hypocrites are bad. Im Grunde sagt Paulus also, Leute, ihr müsst gut aufpassen und wahrnehmen, dass diese religiösen Heuchler schlecht sind. Oh my goodness, I wish that Christians all over the world would have obeyed and listened to these words. Ich wünschte, Christen auf der ganzen Welt hätten auf diese Worte gehört und sie befolgt. In Brazil, I have encountered way more people destroyed by religion than I've encountered people destroyed by corruption. In Brasilien habe ich viel mehr Menschen getroffen, die durch Religion kaputt gemacht wurden, als durch Korruption. They were not aware of religious hypocrites Sie waren sich der religiösen Heuchler nicht bewusst, who taught them you have to obey the law to please God. die ihnen beigebracht haben, dass sie das Gesetz halten müssen, um Gott zu gefallen. Now, of course, here in Brazil or in Austria, or in America, every place I live, In Brasilien, Österreich, Amerika, überall, wo ich lebte, they did not teach the people of God to have to be circumcised because they're not Jews. haben sie die Menschen natürlich nicht gelehrt, sich beschneiden zu lassen, denn es sind ja keine Juden. But they teach all the other laws. Aber sie lehren all die anderen Gesetze. If you want to please God, you have to do this. If you have to please God, you have to do this. You have to obey, do. Wenn du Gott gefallen willst, musst du dieses oder jenes tun. Gehorche, gehorche, gehorche. Mach, mach, mach. Without faith, it is impossible to please God. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. If you learn to trust Him and live in a passionate relationship with Him, Wenn du lernst, ihm zu vertrauen und in einer leidenschaftlichen Beziehung mit ihm zu leben, then you will be aware of the religious hypocrites who tell you unless you do certain rituals, God is not pleased. dann wirst du die religiösen Heuchler erkennen, die dir sagen, dass Gott nicht zufrieden ist, wenn du nicht bestimmte Rituale befolgst. Now, in their case, they came in and they said, not circumcised, not accepted by God. Im Fall der Philipper kamen sie und sagten, nicht beschnitten, also nicht von Gott angenommen. Of course, we know how wrong that is. Natürlich wissen wir, wie falsch das ist. But look what he says in verse 3. Aber schau, was er in Vers 3 sagt. For we have already experienced hard circumcision. Denn wir haben bereits die Herzensbeschneidung erfahren. How I love this. Wie ich das liebe. Remember? Erinnerst du dich? This is a new covenant expression. Das ist ein neubündlicher Ausdruck. God changes our hearts, gives us new hearts when we come into Christ. Gott gibt uns ein neues Herz, wenn wir Christen werden. So, since God circumcised our hearts, Gott hat unsere Herzen beschnitten. what does it even mean? Aber was heißt das eigentlich? Here's what it means. Es bedeutet, It basically means that through the new covenant, our sinful nature has been crucified.
dass durch den neuen Bund unsere sündhafte Natur gekreuzigt wurde. Because when they circumcised themselves, they cut off a piece of the flesh of their penis. Denn bei der Beschneidung haben sie ein Stück der Vorhaut am Penis abgeschnitten. So now they were pure. Dadurch waren sie rein. But of course, they kept sinning. Aber natürlich haben sie weiter gesündigt. Because the outward circumcision doesn't change the heart. Denn die äußerliche Beschneidung verändert nicht das Herz. So what has happened? Also was geschah? Paul says, we've already experienced the true circumcision. Paulus sagte, wir haben bereits die echte Beschneidung erfahren. Remember, in the Old Testament, everything is a picture that points to something more important. Erinnere dich daran, dass im Alten Testament alles ein Bild für etwas Bedeutenderes ist. It's just a shadow. Es ist nur ein Schatten. So the circumcision was only a shadow of that one day God would actually circumcise our hearts. Die Beschneidung war also nur ein Schatten dafür, dass Gott eines Tages unsere Herzen beschneiden würde. That our sinful nature is crucified with Jesus Christ. Dass unsere sündhafte Natur mit Jesus gekreuzigt ist. Now we are pure, we are holy, we are perfect before God. Jetzt sind wir rein, heilig und perfekt vor Gott. We are loved, we are accepted. Wir sind geliebt und angenommen. And look, and then he says, and we worship God in the power and freedom of the Holy Spirit. Dann sagt er, und wir beten Gott in der Kraft und Freiheit des Heiligen Geistes an. Isn't this exactly what Jesus said in John chapter 4? Ist das nicht das Gleiche, was Jesus in Johannes 4 sagte? When the woman says, hey, you worship here, we worship there, where's the right place to worship? Als die Frau meinte, wir beten hier an und ihr dort, wo ist der richtige Ort, um anzubeten? And what did Jesus say? Was hat Jesus geantwortet? Those truly worship God, worship Him in freedom and in truth. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Freiheit und in der Wahrheit anbeten werden. In the Spirit and in truth, but the Spirit equals freedom. Im Geist und in der Wahrheit, aber der Geist entspricht Freiheit. So that's why I said freedom. Deshalb habe ich Freiheit gesagt. Because where the Spirit of God is, there is freedom. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. The Spirit also always leads us into freedom. Der Geist führt uns immer in die Freiheit. So look, Paul says, don't worship God in laws and religious duties and don't do, yes, no, now. Paulus sagt also, betet Gott nicht in Gesetzen und religiösen Pflichten an. Macht das ganze religiöse Zeug nicht mit. When you worship Him, come to Him in the freedom of the Holy Spirit, that you are loved, you're accepted, you're circumcised in your heart. Wenn ihr ihn anbetet, dann kommt in der Freiheit des Heiligen Geistes zu ihm, dass ihr geliebt, angenommen und im Herzen beschnitten seid. Once you understand what happened, your worship will be truly free in the Holy Spirit. Sobald du verstehst, was geschehen ist, wird deine Anbetung wirklich frei sein im Heiligen Geist. I will see you tomorrow. Bis morgen.